Schiffe und speziell der Warentransport über diese ist schon immer ein Kernelement aller Anno-Spiele, welches über Handelsrouten eure Inselwelten mit allerlei Gütern versorgt und zudem auch schon immer ein militärischer Faktor war. Natürlich ändert sich das auch in der Zeit der Pax Romana Anno 117 nicht, welcher Ubisoft aber durch ein modulares System frischen Wind in den Segeln spendiert, welches wir uns daher in den heutigen Anno-News mal im Detail anschauen. Dieses Video wird euch von Instant Gaming präsentiert, welche mit der Anno History Collection auch die passenden Spiele zum heutigen Seefahrerthema im Angebot haben. Wer sich also perfekt auf Anno 117 vorbereiten möchte, erhält hier für gerade mal 13 € im Grunde alles, was er dafür braucht. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Zurück in der Pax Romana soll der Schiffsbau im kommenden Anno möglichst von historischen Bautechniken inspiriert sein. Daher stammt im Grunde auch die Idee hinter modularen Schiffen von den Römern selbst, welche ihre Schiffe über einheitliche Schiffsrümpfe modular für den jeweiligen vorgesehenen Zweck aufbauten. Hinzu kommt, dass das stark vereinfachte System in Form von Schiffsitems schon sehr gut in Anno 1800 funktionierte und man somit hierauf aufbauen konnte. Wie in vorherigen Anno-Spielen werdet ihr eure Schiffe in der Schiffswerft bauen. Aber gleich vorab, wem das alles zu kompliziert ist, kann dort dann auch einfach zwischen vorgefertigten Modellen wählen. Im Baumenü könnt ihr zwischen 3 verschiedenen Typen wählen, die ihr im Spiel nach und nach freischaltet. Die 3 Varianten unterscheiden sich im Grunde nur in der Größe ihres Rumpfes und haben dann entsprechend mehr Ladeplatz oder eben mehr Modulslots, um sie zu individualisieren. So gibt es die Penteconter als kleines, die Trireme als mittleres und die Quinquireme als großes Schiff. Neben den Unterschieden beim Laderaum und den Modulslots haben kleinere Schiffe eine schnellere Beschleunigung, was sie für eilige Waren interessanter macht und ihnen zudem in einem Fluchtszenario einen Vorteil verschafft. Während die kleine Penteconter 2 Slots hat, könnt ihr in die Trireme 3 konfigurieren und in der Quinquireme dann sogar 4. Je nachdem, für welches Update ihr euch entscheidet, erhöht ihr so neben den Baukosten, klar, die Lebenspunkte, die Geschwindigkeit oder natürlich auch die Kampftüchtigkeit. Ab hier wird es dann aber doch deutlich weniger komplex, als man vielleicht befürchten würde, denn streng genommen gibt es über zusätzliche Segel oder Bogenschützentürme nur 6 Varianten. Sprich, der Mast, zusätzliche Ruder, einen verstärkten Rumpf, Bogenschützentürme, einen Scorpio oder den Onaga, also quasi ein Katapult. Baut ihr einen zusätzlichen Mast auf euer Schiff, erhält dieses zusätzliche Geschwindigkeit beim Segeln. Oder ihr investiert in Ruderer, die ebenfalls für höhere Geschwindigkeit sorgen und zudem weniger vom Wind abhängig sind, hingegen aber mehr Proviant benötigen und den wertvollen Lagerplatz verkleinern. Durch einen verstärkten Rumpf erhält ein Schiff entsprechend mehr Lebenspunkte. Über den Bogenschützenturm können Bogenschützen in alle Richtungen Pfeile auf kurze Distanz verschießen. Mit dem Scorpio hingegen hochpräzise Speere, die mehr Schaden verursachen, aber nur an den Seiten verbaut werden können. Und last but not least eben den Onaga, der schwere Felsen mit hoher Reichweite verschießen kann, aber dafür die geringste Genauigkeit mitbringt und zudem nur an der Front des Schiffes angebracht werden kann. Kurzes Nerdwissen. Durch die 2 bis 4 Slots bei 6 unterschiedlichen Update-Möglichkeiten ergeben sich so bei den kleinen Schiffen 16 Varianten, bei den mittleren bereits 60 und bei den großen ganze 114 Stück. Inwieweit man alle Varianten benötigt, sei aber mal dahingestellt. Übrigens sollen auch die Items aus Anno 1800 zurückkommen, zu denen aber noch keine Details vorliegen. Jedes Schiff soll zudem mit einem eigenen Kapitän ausrüstbar sein, welcher dann ebenfalls unterschiedliche Boni bereithält. Und das führt uns dann auch noch zu Arbeitskräften und den Bau sowie den Wartungskosten. Denn im Gegensatz zu früheren Anno-Spielen benötigen Schiffe nun nicht nur während der Bauphase Arbeitskräfte, sondern auch um zu funktionieren. Wie viele Schiffe ihr in Betrieb halten könnt, hängt also auch von eurer freien Einwohnerzahl ab, die dann entsprechend an das Schiff gebunden wird. Wie schon erwähnt, braucht ihr bei einem Ruderboot mehr Personal als bei einem reinen Segelschiff. Gleiches gilt bei Bogenschützen im Vergleich zum Onaga, welche mit weniger Personal bedient werden kann. Was wir aber noch nicht wissen, ob die benötigten Militäreinheiten vorher ausgebildet werden müssen, was wohl am wahrscheinlichsten ist,
oder dann nur schlicht auf dem Schiff in den entsprechenden Job befördert werden. Also, wie gefällt euch der neue Ansatz? Habt ihr da Bock drauf oder ist euch das schon wieder viel zu kompliziert? Gerne mal in die Kommentare damit. Ich finde das eigentlich soweit ganz cool. In diesem Sinne, liebe Anuholiker, langsam wird's ernst. Die News trudeln jetzt Stück für Stück ein und ich werde dementsprechend weiter für euch alle Häppchen vom Highlight-Titel aufarbeiten. Also gerne ein Abo da lassen, denn hier verpasst ihr garantiert gar nichts zur mit Spannung erwarteten Anno 117 Pax Romana.